Willkommen bei Alpin Apologia, deinem Kanal für christliche Apologetik. Wir wollen uns einen kurzen Überblick über die geläufigen logisch-philosophischen Gottesargumente verschaffen. Es ist keine abschließende Liste und die Verwandtschaftspfeile sind Interpretationen aus meinen Studien des Themas. Zudem kann jedes Argument natürlich in vielen Varianten formuliert werden. Darum habe ich mich zum größten Teil an die Kategorisierung von Norman Geisler in seinen Apologetikwerken gehalten. Ich habe nicht für alle Argumente ein Video gemacht oder geplant, da nicht alle gleich überzeugend sind. Die Links findet ihr in der Beschreibung oder abonniert und folgt einfach meinem Kanal, was mich sowieso freuen würde. Das bekannteste und älteste Argument ist das kosmologische Argument. Es kommt in zwei Varianten vor. Einmal das vertikale kosmologische Argument von Thomas Aquinas, ursprünglich definiert. Und ich lese jetzt mal nur das Argument. Prämisse 1, Dinge bewegen respektive verändern sich. Prämisse 2, Veränderung ist ein Wechsel von Potenz zu Aktion. Prämisse 3, ein solcher Wechsel kann nur von einer Aktualität, also einem Beweger, verursacht werden. Prämisse 4, es kann keinen unendlichen Regress von Bewegern geben. Die Konklusio daraus, es muss einen ersten Beweger geben. Und das wäre dann Gott. Das vertikale Argument soll zeigen, dass das Universum gerade im jetzigen Zeitpunkt von einem ersten Beweger erhalten wird. Dann gibt es das Gegenstück, das horizontale kosmologische Argument, auch bekannt unter dem Namen Kalam-kosmologisches Argument. Es ist sehr einfach zu verstehen. Prämisse 1, alles was beginnt zu existieren, hat eine Ursache. Prämisse 2, das Universum hat einen Anfang. Die Konklusio, das Universum hat eine Ursache. Zu diesem Argument habe ich ein Video gemacht. Dieses Argument zeigt, dass das Universum eine anfängliche Ursache haben muss. Norman Geisler hat die beiden kosmologischen Argumente in einem zusammengefasst. Prämisse 1, jeder Teil des Universums ist abhängig. Prämisse 2, wenn jeder Teil abhängig ist, dann ist auch das ganze Universum abhängig. Und die Konklusio daraus, deshalb ist das ganze Universum gerade jetzt abhängig von einem unabhängigen, das heißt notwendigen Wesen außerhalb von ihm für seine gegenwärtige Existenz. Das klingt jetzt komplizierter als es ist eben die Zusammenfassung des vertikalen und horizontalen Arguments. Dann kommen wir zum ontologischen Argument, also dem Argument aus dem Sein. Prämisse 1, Gott ist per Definitionem das größte mögliche Wesen. Prämisse 2, es ist größer in der Realität zu existieren als nur in Gedanken. Und die Konklusio daraus, Gott muss in der Realität existieren. Wenn er es nicht täte, wäre er nicht das größte mögliche Wesen. Zu diesem Argument werde ich kein Video machen, denn es hat zu weitgreifende Prämissen und ist laut Norman Geisler sogar kaum als gültig anzusehen. Als nächstes haben wir das Kontingenzargument. Es ist weniger bekannt, aber aus meiner Sicht sehr interessant. Prämisse 1. Alles, was existiert, hat eine Erklärung für seine Existenz. Entweder eine externe Ursache oder eine Notwendigkeit der Existenz aus seiner Natur heraus. Prämisse 2, wenn das Universum eine Erklärung hat, so heißt diese Gott. Prämisse 3, das Universum existiert. Und die Konklusio daraus, Gott ist die Erklärung für die Existenz des Universums. Natürlich wird nun jeder sagen, ja, die Prämisse 2, die setzt viel zu viel voraus und da muss man tatsächlich mehr definieren. Deshalb habe ich auch ein Video dazu gemacht. Weiter geht's zum teleologischen Argument, das man auch als Design-Argument bezeichnen kann. Es ist ebenfalls sehr bekannt und ja, es wird mit zunehmendem Fortschritt der Wissenschaft immer stärker. Wie ihr seht, ich habe es in zwei Formen. Einmal die alte Form nach Paley, die werde ich auch vorlesen. Prämisse 1, alles was Merkmale von Design hat, wurde entworfen, also designt. Prämisse 2, das Universum zeigt teleologische Merkmale wie Feintuning von hunderten Variablen auf viele Nachkommastellen oder Komplexität und Spezifität im Ganzen und in den Teilen und vieles, vieles mehr. Die Konklusio daraus ist, das Universum hat einen Entwerfer, Schrägstrich Designer, und das ist Gott. Was es mit Paleys Uhr auf sich hat und was die Kritik von Hume bewirkt hat oder auch nicht, das könnt ihr in einem Video, das ich dazu gemacht habe, nachschauen.
Für mich persönlich ist dieses Argument beispielsweise ein Grund, mich intensiver mit der Genetik und der DNA als Informationsträger zu befassen, einfach weil es so faszinierend ist. Dafür werde ich, so Gott will, noch einige Videos erstellen. Tja, und last but not least, das moralische Argument. Es gibt zig verschiedene Varianten der Formulierung. Wir nehmen hier diejenige von C.S. Lewis, da sie die kompletteste ist. Ich lese aber nicht alle, sondern nur die Überschriften. Prämisse 1. Es muss ein universales moralisches Gesetz geben. Prämisse 2. Ein universales moralisches Gesetz benötigt einen universalen, personalen Moralgesetzgeber. Prämisse 3. Ein universaler Moralgesetzgeber muss absolut gut sein. Und die Konklusion daraus: Darum muss ein absolut guter Moralgesetzgeber existieren. Das moralische Argument ist ebenfalls äußerst stark und kann kaum angegriffen werden, da es der alltäglichen Lebenserfahrung der Menschen entspricht. Ein Ablehnen dieses Arguments widerspricht daher dem gesunden Menschenverstand. Denn auch der härteste Atheist macht ständig moralische Bewertungen und die meisten versuchen ja auch, ein moralisch gutes Leben zu führen. Ja, manchmal tun dies Atheisten noch besser als gläubige Christen. Wie gesagt, das war nur ein ganz kurzer Überblick und ich konnte nicht in alle Details eingehen, dafür gibt es separate Videos. Ich hänge aber diese Übersicht als PDF-Datei dem Video an, ihr findet es unten in der Beschreibung. Und das war es auch schon wieder für diesmal. Danke fürs Zuschauen und Durchhalten, es ist etwas trockene Materie. Trotzdem Gottes reichen Segen und bis zum nächsten Mal bei Alpin Apologia.